richtig sportlich. Wir wollen uns ein bisschen fit machen. Und weil die Couch viele Ablenkungen innehält, das ist auch Sport. Jedenfalls haben wir uns ein paar Dortmunder Fitnessstudios angeguckt. Wie wir da so klargekommen sind, wollen wir euch heute ein bisschen erzählen. Wichtig ist natürlich für uns die Barrierefreiheit. Deswegen sind wir einfach mal davon ausgegangen, dass die neuen Fitnessketten da eher ein bisschen weiter sind. Wir haben uns angeschaut, ob wir natürlich barrierefrei reinkommen, ob wir barrierefrei hinkommen, entweder mit einem vernünftigen Parkplatz vorne dran oder mit den Öffis und ob wir natürlich barrierefrei in die Umkleiden, Klos und die Duschen kommen. Und haben uns gedacht, dass wir uns erstmal die großen Ketten angucken. Das wären in Dortmund McFit und FitX. Einfach um irgendwie so ein gewisses gleichbleibendes Qualitätsminimum zu haben. Weil bei diesen ganzen unabhängigen Studios weiß man ja nie so genau. Wir haben sogar genau gegenüber eins, aber da sind leider die Geräte im ersten Stock ohne Aufzug. Und grundsätzlich ist erstmal aufgefallen, dass die großen Ketten auch durchaus Räume haben, die barrierefrei zugänglich sind, einfach aufgrund der Art, meistens alte Möbelhäuser oder Einkaufszentren oder sonst was. Somit bieten sie viel Platz und haben große Gänge und sind grundsätzlich erstmal von den Voraussetzungen her gut, allesamt. Man kommt also ebenerdig rein, es gibt einen großen Parkplatz davor, in der Regel ist auch eine Straßenbahnhaltestelle irgendwo in der Nähe, die barrierefrei ist. Aber wenn man ein bisschen genauer schaut, fallen einem leider schnell auf, dass nicht alles Gold ist, was glänzt. Zuerst haben wir uns das McFit in Hörde angeguckt. Das ist direkt an einem Supermarkt und einem Fahrradladen mit riesen Parkplatz. Komplett stufenlos zu erreichen, alles auf einer Etage, also von daher schon mal super barrierefrei. Die Umkleiden sind ebenfalls barrierefrei zugänglich. Die Toiletten sind leider ein bisschen klein, aber ich passe rein in eine Kabine und kann sogar die Tür schließen. Wie sieht es bei dir aus? Ich, der nun ein bisschen breiter ist, da auch mit seinem Rollstuhl und seinem Arsch, muss ein bisschen rangieren, aber es geht gerade so. Mit einem längeren oder breiteren Rollstuhl hätte ich aber arge Probleme. Und deswegen leider an dieser Stelle nur bedingt barrierefrei, für uns aber auf jeden Fall machbar. Die Duschen sind berollbar, allerdings ohne Sitz. Das heißt, wenn man da duschen möchte, worauf wir meistens verzichten und einfach es zu Hause machen, sollte man sich einen Hocker mitbringen oder klar machen, dass da einer steht. Ja, also ich glaube, das ist auch noch eine Sache, die kann man auch mit den Leuten da bereden, dass da irgendwie ein kleiner Hocker steht oder so, das wäre wohl das kleinste Übel. Aber das sind diese doofen Duschen, die nur von oben kommen, die es überall in Turnhallen und Fitnessstudios gibt. Also, das ist doof. Schließfächer funktionieren bei beiden Ketten mit so einer Karte, mit der man dann auch reinkommt. Die gibt es auch unten, nicht nur oben. Also von daher kommt man da auch ganz gut ran. Grundsätzlich zum Reinkommen auch bei allen Fitnessstudios dasselbe über Drehkreuze und da man da mit dem Rollstuhl nur schlecht durchkommt. Ich bin schon mal feststecken geblieben, zweimal. Und ich habe es dann gar nicht erst probiert. Ja, dadurch muss man sich halt durch so eine andere Extratür reinschleusen lassen, die man halt leider nicht mit der Karte aufbekommt. Das ist doof, aber in der Regel ist eigentlich immer jemand da, sodass man da eigentlich zeitnah rein und rauskommt. Von daher okay, kann man verbessern, aber erstmal okay. Wir wollen ja jetzt da trainieren und nicht ständig rein und raus. Das nächste Studio, was wir uns angeguckt haben, war das McFit in der Dortmunder Nordstadt. Das ist schon ein bisschen älter, das sieht man auch gleich. Also hat so ein bisschen 90er-Jahre-Charme mit so einen fetten Röhren, Fernsehern überall und alles so ein bisschen angestaubt schon. Macht jetzt auf den ersten Eindruck nicht so einen guten Eindruck. Was auch noch negativ aufgefallen ist, die Duschen sind zu bezahlen. Und auch nicht barrierefrei. Mit so einer riesen Stufe vor. Gar nicht erst probiert. Die Damentoilette ist eine Katastrophe. Also eine so kleine Toilette habe ich noch nie. Aber für die Männer unter euch, die nicht duschen wollen, das Männerklo hat tatsächlich eine große Kabine. Die Damentoilette ist eine Katastrophe. Eine so kleine Toilette habe ich nicht mal in der kleinsten Eckkneipe ever gesehen. Also geht gar nicht. Selbst
ich war schon auf der großen erst, die so ein Stück größer war und das war schon die kleine. Und dann habe ich gesehen, oh nein, es gibt auch noch kleine. Und ja, also das ist auf Dauer, würde das keinen Spaß machen. Zu den Geräten. Bei FitX gefielen mir die Geräte sehr, sehr gut. Man kam echt gut ran. Sie waren auch nicht so eng gestellt, dass irgendwie der Rolli dann im Weg wäre oder so. Kann sich gut umsetzen. Bei McFit sind die Geräte, ich weiß nicht, woran es liegt, aber irgendwie sind die alle doof. Weil immer ist irgendwo eine Stange noch im Weg und dann muss man sich da irgendwie draufschlängeln und irgendwie klappt das da nicht so gut. Und das ist eben bei FitX ist es einfach anders und besser. Bei McFit in Applerbeck, da hat mir durchaus die Aufteilung gefallen. Es gibt verschiedene Bereiche für verschiedene Geräte, für verschiedene Arten von Sport und unter anderem die Tonecke, also für die CrossFit-Fans unter euch, hat durchaus einiges mehr zu bieten als in den anderen Fitnessstudios. Aber eben auch nur in diesem einen McFit-Studio. Genau, und die Geräte da sind aber trotzdem die gleichen McFit-Geräte, wo man irgendwie gucken muss, wie man rauf und runter kommt. Aber grundsätzlich war da auch nicht das Problem, dass die Geräte nicht so toll waren, denn ich kam damit durchaus klar, fand das auch wie gesagt gar nicht so schlecht, weil diese Tonecke mich am meisten interessiert hat. Aber was halt ein absolutes No-Go war, die Männerumkleide ist im ersten Stock ohne Fahrstuhl. Das heißt, hier gilt wieder, bei diesem McFit sind wieder die Frauen im Vorteil. Also, liebe Frauen unter euch, ihr könnt dahin barrierefrei. Die Männer müssen zu dem anderen alten McFit-Studio gehen. Oder geht einfach zu FitX. Und genauso haben wir es nämlich gemacht. Wir haben uns für FitX entschieden. Gehen meistens in der Nordstadt jetzt aber hin. Dort gibt es einen Aufzug, den wir nach Freischaltung unserer Karte bedienen können. So kommen wir dann auch in den ersten Stock ins Fitnessstudio und ebenfalls wie in Hörde die gleichen guten Geräte, viel Platz, noch ein bisschen mehr Platz als in Hörde. Und eine Getränke-Flatrate. Das heißt, ihr könnt da Wasser zapfen ohne Ende und auch irgendwelche süßen, kohlenhydratreichen Powerdrinks. Kohlenhydratarm. Achso, egal, irgendwas Süßes, was Energie gibt. Und das könnt ihr euch da zapfen ohne Ende, wo man halt bei McFit teuer für bezahlen muss oder natürlich seine eigenen Getränke mitnehmen muss. Das darf man da aber auch. Fitness in der Nordstadt kann ich mich jetzt immer schön auf dem Handbike warm machen. Ja, also da gibt es schön auch was, um die Hände warm zu kurbeln oder die Arme warm zu kurbeln. Kann nämlich nicht rudern. Ja, alles wofür man meine Beine braucht, ist eigentlich... Ich glaube, du könntest das. Du bist nur zu faul. Nein! Ich bin nicht faul. Meine Beine sind faul, deswegen sitze ich ja im Rollstuhl. Was habt ihr denn gedacht? Ja, für mich war vor allen Dingen wichtig, dass ich mal wieder eine Möglichkeit habe, meine Klimmzüge zu trainieren, denn meine Möglichkeit hier zu Hause war aufgrund sehr poröser Wände nicht lange haltbar, sodass ich froh bin, jetzt wieder auch Klimmzüge und einfach ein Training zu machen mit meinem eigenen Körpergewicht. Denn wie gesagt, für mich ist die Tonecke vor allen Dingen interessant, aber nutze mittlerweile auch viele von den Geräten. Und das ist ein cooler Mix, den man halt einfach natürlich da hat und den ich hier zu Hause niemals erreichen kann. Auch wenn ich mir noch so viele Hanteln hier hinlege. Ja, ansonsten gibt es auf jeden Fall viele Geräte, die man halt variieren kann. Wie gesagt, es gibt Rudergeräte, die man ja als Rollstuhlfahrer mit halbwegs fitten Beinen benutzen kann. Es gibt... nicht Spasti-approved, wir haben das getestet. Es gibt auch so eine Art Rudergerät, das halt einfach nur für die Arme und für die Schultern sind. Das nehme ich dann gerne. Damit man halt auch mal die Muskeln trainiert, die beim Rollstuhlfahren sonst vernachlässigt werden. Ne? Also hier der Delta-Muskel hier vorne, der ist bei Rollstuhlfahrern mal ganz beliebt und irgendwann sitzt ein Rollstuhlfahrer dann so, weil das alles so nach vorne zusammenzieht. Und dann muss man halt auch mal die gegenwärtigen trainieren, um da wieder ein bisschen eine bessere Aufrichtung zu kriegen. Und natürlich viel dehnen, was wir zugegebenermaßen immer noch viel zu sehr vernachlässigen. Aber dafür trainieren wir jetzt ja unsere Rücken- und Schultermuskulatur. Mhm. Ja. Auf dass wir bald eine bessere Haltung haben und total durchtrainiert ins neue Jahr starten können. Und ich endlich auf die hohen Rampen komme. Genau, wir haben Ziele gesetzt und erste Erfolge sind schon zu sehen. Von daher, nun habt ihr unsere Infos und jetzt könnt ihr euch auch fit machen. Damit wir uns nächstes Jahr am Skatepark sehen, bei unseren Sit-and-Skate-Aktionen und ihr das genauso auf die Rampen schafft, auf die großen Rampen, wie Lisa dann. Wenn ich schon oben auf euch warte. Der Spaß kostet übrigens 15 € im Monat. Genau.
Bei dem anderen waren es 20? Ja, so um die 20. 15 bis 20 Euro, das ist auf jeden Fall was man sich leisten kann. Es wird auch bemängelt, dass Sportmöglichkeiten für Rollstuhlfahrer nicht barrierefrei zu erreichen sind. Im Fitnessstudio sind es. Richtig. Ja. Jetzt wäre es natürlich schön, und da appellieren wir natürlich auch an die Fitnessstudio-Besitzer, und wir werden es sicherlich auch nochmal genauer thematisieren, wenn wir die ein bisschen besser auch kennen, wenn wir öfter da sind, zumindest bei FitX dann. Wenn wir so eine Muckis haben. Genau, wenn wir... Mach das mal barrierefrei, Junge! Natürlich werden wir einfach versuchen, da ein bisschen noch zu sensibilisieren für, dass natürlich auch gerade bei diesen großartigen Möglichkeiten, in diesen Räumlichkeiten noch mehr für Barrierefreiheit getan wird. Denn auch wenn es das BGG von unserer lieben Bundesregierung verkackt hat, dass eben solche privaten Betreiber eben nicht für Barrierefreiheit sorgen müssen, wäre das da ziemlich einfach dafür zu sorgen, dass wir bald alle trainieren können, egal wie breit oder groß unsere Rollstühle sind. Probiert es einfach mal aus. Vielleicht sehen die Studios bei euch auch schon besser aus. Ihr dürft uns gern davon berichten, in die Kommentare schreiben. Abonniert unseren Kanal, denn hier kommt bald noch mehr. Und noch mehr. Fitten Typen und fitten Typinnen. Yay! Hulk-Mädchen. Und wenn man richtig viel trainiert hat, dann kann man auch einfach mit seiner Freundin üben. Eins, Ich wiege ja nichts. So, und zu guter Letzt mache ich jetzt noch ein bisschen anderes Training mit Lisa. Sportfrei. Unsere Ernährung stellen wir auch um. Auf Pizza. Soll ich dir noch eine Hantelscheibe rauflegen? Nein. Fitnesspizza.